Achtung, jetzt wird's heiß. Wir testen den Feuerstich in der Pro-Version aus dem Hause Spinlord. Mit einem regulären Preis von etwa 20 € liegt dieser Langnoppenbelag, der Made in China ist, an der Grenze vom niedrigen zum mittleren Preissegment. Seine Noppen liegen an der Grenze zur maximal zulässigen Länge und weisen eine eher weiche Beschaffenheit auf. Die Noppenköpfe kommen ungeriffelt, dafür aber leicht klebrig daher. Die Noppenreihen selbst sind vertikal angeordnet. Laut Hersteller unterscheidet sich die Pro-Version optisch nicht von der ursprünglichen Variante. Einen Unterschied gibt es aber beim Untergummi, das hier etwas dünner ausfällt und dadurch einen etwas höheren Störeffekt sowie ein minimal höheres Tempo mit sich bringen soll. Im Dots-Test zeigt sich der Feuerstich Pro dementsprechend flott und reagiert zudem kaum auf Rotation. Das Blockspiel gelingt mit dem richtigen Schlagwinkel sehr angenehm und dürfte unserer Meinung nach auch gleich die erste große Stärke dieses Belags sein. Der Feuerstich Pro erzeugt dabei trudelnde Bälle und unangenehme, teilweise nicht zu lesende Schnittwechsel. Mit dem Feuerstich Pro kann man aber auch eine Schippe drauflegen und in die Offensive gehen. Hier sollte man den Schlag aber auf jeden Fall mit einer kurzen Handgelenkbewegung vollenden, denn nur dann landen die Bälle kontrolliert dort, wo man sie hin befördern möchte. Ein leichter, langer Treibschlag ist bei diesem Belag eher nicht so optimal. Durch das hohe Tempo und den resultierenden Störeffekt, der teils in schnittlosen, teils aber auch in Überschnitt behafteten Bällen endet, sind diese Schläge vom Gegner nur schwer zu retournieren. Eine weitere Stärke ist unserer Meinung nach der Hackblock, bei dem man lediglich eine kurze Handgelenkbewegung nach unten machen muss. Die Bälle tauchen dann wirklich flach ab und bieten eine hohe Portion Unterschnitt sowie eine hohe Geschwindigkeit und sind damit sehr unangenehm für den Gegner. Allerdings muss man dazu sagen, dass der Feuerstich Pro gewiss keine einfach zu spielende Langnoppe ist und man schon ein gewisses Händchen mitbringen sollte. Auch in der langen Abwehr macht der Feuerstich Pro eine gute Figur. Hier fallen vor allem die sehr flachen, giftigen Flugbahnen auf. Die Unterschnittentwicklung ist auf einem sehr soliden Niveau und sorgt nach 3 bis 4 Nachziehversuchen meistens für gegnerische Fehler. Uns hat aber auch die Bringerqualität überzeugt.
Trotz seiner hohen Grundgeschwindigkeit präsentiert sich der Feuerstich Pro sehr solide, wenn es ums Fangen harter Schüsse geht. Hier scheint das Gummi irgendwie doch ein wenig dämpfend zu sein und lässt sich in dieser Grenzsituation überraschend gut beherrschen. Unterm Strich kommen wir also zu dem Fazit, dass der Feuerstich Pro eine durchaus anspruchsvoll zu spielende Langnoppe ist, die dafür aber auch einen ordentlichen Störeffekt und ein hohes Tempo bietet und in erster Linie für kurze Armbewegungen und ein durchaus variables Spiel optimiert ist.